Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales, wieder am Porsche Zentrum Mannheim. Ja, und nachdem wir das letzte Jahr mit sehr vielen neuen 11er Videos abgeschlossen haben, machen wir jetzt mal wieder was anderes. Wir springen mal wieder in ein SUV. Ja, genau. Wir haben heute den Porsche Cayenne in der Basisversion für euch dabei. Das Fahrzeug hat 340 PS, was natürlich auch schon eine richtige Leistung für so ein SUV im Alltag ist. Wir haben ihn hier heute in Dolomit Silber Metallic. Die Farbe ist super klassisch, finde ich, passt auch echt schön zum Porsche Cayenne. Wir haben das Fahrzeug grundlegend sehr komfortabel ausgestattet, unter anderem mit der Luftfederung. Das Fahrzeug verfügt über diese 14 Wegesitze, die auch voll elektrisch sind. Und wir haben mal die Soft Close für die Türen. Und ja, das schauen wir uns einfach jetzt im Video an. Ja, und da haben wir ihn hier vor meinem neuen Büro, vor meiner neuen Anschrift. Malix Motions war so lieb, mich mit aufzunehmen. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich ein eigenes Büro. Wer noch nicht meine Modellauto-Videos gesehen hat, der weiß davon noch nicht Bescheid. Wen das interessiert, der kann sich mal die Heritage Targa in 1:18 ansehen. Da zeige ich kurz am Anfang auch mal mein neues Büro. Ja, und hier Björn haben wir natürlich auch wieder mit dabei. Machen jetzt gleich ein paar Bilder. Das Video wird ein bisschen ähnlich wie das Macan Vierzylinder-Video. Passt natürlich auch beide in Dolomit Silber Metallic, beide als Basisversion. Aber im Gegensatz zu dem Video, wir können heute nirgendwo essen gehen, nirgendwo was zu trinken holen. Ja, das ist alles ein bisschen komplizierter, aber wir werden trotzdem euch ein paar schöne Eindrücke von dem Auto vermitteln. Jetzt fahren wir den erstmal waschen und dann gucken wir mal in Mannheim, nutzen wir wieder die Gelegenheit, machen ein paar schöne Shots. Leute, auch auf der Autobahn ein Cayenne, ein Porsche ist hier halt zu Hause. 340 PS, wunderbar ausreichend und zügig raus zu beschleunigen. Jetzt mit dieser Niveauregelung in den Luftfahrwerk fährt er das ganze Fahrzeug auch ein bisschen runter. Das sagt er mir hier im Display an. Ja, wunderbar geschmeidig hier. Hält die Spur perfekt. Bei 180 gar kein Problem und selbst jetzt kann man hier, ich schalte mal runter, kann man auch problemlos noch weiter beschleunigen. Easy 190, 200. Mehr braucht man halt wirklich nicht. Und es ist halt ein super ruhiges Fahrzeug, super bequem. Und Björn sagte es gerade schon, ein super Auto, um auch gefahren zu werden. Ne? Definitiv. Ja, und hier im wirklichen, richtig Schnee kann man ja mit dem Cayenne, hat ja Geländemodus. Ja, der erste Tag geht damit auch schon zu Ende. Björn und ich sind doch sehr happy mit dem Auto. Oder Björn, was sagst du zum Cayenne? Ja, super. Also, so sehr komfortabel angenehm. hatten wir es lang nicht mehr, ne? Super leise, ja. Sehr komfortabel. Wie du schon sagtest, super Auto, um gefahren zu werden mal. Also ich bin ganz zufrieden. Ja, ist schon echt angenehm und ja, mega. Ist echt leise, richtig bequem. Ja. Kann man jetzt natürlich nicht mega viel zu dem Auto sagen. Es ist halt einfach das, was ein Cayenne ausmacht. Es ist einfach Perfektion in dieser Fahrzeugklasse, es ist schon gut. Morgen wollen wir mal schauen, was der Wetterbericht sagt. Dann zeige ich euch den hier nochmal richtig im Detail.
Ja Leute, ist das krass. Komplett Schnee in Mannheim habe ich so noch nie erlebt. Kommt sogar noch die Sonne gerade über ein Schloss raus. Ja, da konnten wir nicht widerstehen. Zack, wieder hier auf dem Schlossplatz wie gestern. Das Ganze nochmal. Aber ja, man kann das nicht planen. Einfach traumhaft. Wenn das Wetter jetzt auch noch so wieder im Odenwald ist. Irre. Cayenne, immer noch ein tolles Auto. Super bequem. Gerade den Björn nochmal wieder abgeholt. Das heißt, wieder Autobahn. Und es ist halt einfach unglaublich, wie ruhig dieses Auto ist und auch wie weich das Getriebe schaltet. Ne? Die Wandlerautomatik hat ja kein PDK. Das ist ja schon mal in der Cayenne GTS Review erzählt. Und es ist halt unheimlich weich. Man sagt ja immer so butterweich. Man spürt das wirklich gar nicht, wenn geschaltet wird. Und trotzdem obenrum, wenn man das ein bisschen sportlicher benutzt, das Auto, das ist halt, zack, ist trotzdem der Gang da. Es ist halt unheimlich schnell und gleichzeitig unglaublich weich. Der Björn nutzt jetzt nochmal hier fix die Gelegenheit, die ganzen Porsches im Schnee abzufotografieren. Das gibt ein paar schöne Bilder. Ja, Produktpalette Cayenne ist ja sehr ähnlich wie beim Panamera. Es gibt sehr, sehr viel. Vielleicht mal kurz das erste. Coupé oder normale Form. Da wäre ich bei der ganz normalen Form. Ich verstehe, warum Porsche es gemacht hat. Ich weiß, viele Leute mögen diese Coupé-SUVs. Ist so eine Modeerscheinung für mich persönlich. Ich bleibe aber bei der ganz klassischen Variante. Ja, motorenmäßig hier gibt es auch wieder die 3 Liter V6 Motoren und die 4 Liter V8 Motoren mit ja, einem Turbolader oder 2 Turbolader auf dem V6. Hier in dem kleinen Cayenne haben wir jetzt natürlich nur einen Turbolader mit 340 PS. Der S, den hatten wir mal als Coupé gefahren in Lava Orange, der hat 440 PS. Ja, die V8er, ihr kennt ihn schon aus dem GTS mit 460 PS und dann gibt es noch den Turbo und Turbo S mit jeweils 550 PS. Wobei Turbo S ist Hybrid und es gibt dann auch noch den 4E Hybrid. Der hat den V6er mit einem 1 Turbolader mit knapp über 460 PS. Ja, und der Turbo SE Hybrid, der hat halt 680 PS. Doppelt so viel wie die Basisvariante. Es muss einfach nur krank sein, so ein Ding mal zu fahren. Ja, persönlich, es gibt halt einen großen Nachteil an der Basisversion hier von dem Cayenne. Auch wenn er preislich attraktiv ist und ein perfektes Auto ist, ist es wirklich zu perfekt. Man braucht da gar nicht großartig drum herum reden. Der große Nachteil ist einfach der Verbrauch. Ich streng mich wirklich gerade an, den unter 12 Liter zu bekommen. Da wäre jetzt für mich persönlich das zu viel. Ich würde da eigentlich gleich raten, geht zur Hybrid-Variante. Ich sehe da keinen großen Nachteil dran an der Hybrid-Variante. Die Cayennes haben jetzt auch, wie den Panamera, den wir schon auf dem Kanal hatten, die größere Batterie. Das heißt, sie schaffen jetzt auch so knappe 50 Kilometer. Und ja, das ist dann wirklich schon ein sehr nettes Angebot und verbrauchstechnisch macht das halt einen Unterschied. Ich habe das ja in der 4S E-Hybrid Panamera Review mal exakt ausgetestet. Immer geladen, wann es möglich war. Wir waren da auf 7,3 Liter auf 100 Kilometer, glaube ich. Beim Cayenne werden es jetzt vielleicht 1-2 Liter mehr sein. Aber schon noch eine Ecke weniger als jetzt ohne Hybrid. Wo ich den Basis Cayenne tatsächlich vielleicht ganz spannend finde, ist als Gebrauchtwagen. Weil da ist das dann kostentechnisch eigentlich auch egal, ob das Auto 12 Liter verbraucht oder 9 Liter verbraucht, wenn man jetzt vom Hybrid ausgeht. Da ist der Kaufpreis dann so viel niedriger und ja, das Fahrzeug ist halt trotzdem absolut perfekt. Ja, und hier stehen sie jetzt alle, gerade beim Porsche Zentrum. Die Ausstellung ist ja gerade draußen. Man kann ja leider aufgrund der Corona-Bestimmung der aktuellen Situation nicht in die Verkaufsräume rein. Und hier stehen alle Gebrauchtfahrzeuge gerade draußen. Und da sind auch echt ein paar schicke dabei. Da hinten steht übrigens der Neptun-blaue Taycan, den fotografiert der Björn gerade ab. Und hier vorne sind auch noch ein paar schicke. Ich finde, da können wir uns noch mal kurz die Zeit nehmen, uns die ein bisschen anschauen. Was hier gerade so steht, ist natürlich witzig, jetzt hier mal alle in Schnee bedeckt zu sehen. Das gibt es hier in Mannheim. Ich habe das so noch wirklich nie erlebt. Und ich bin jetzt schon seit fast 8 Jahren hier. Und hier haben wir ein cooles Fahrzeug. Das ist ein gelber Carrera 4S. Müsste das, glaube ich, sein. 992. Der sieht richtig cool aus. Der PCCB-Bremsen, die Keramikbremsanlage. Innen drin hat er auch noch gelbe Details, hat er schon mal im Intro von einem anderen Video gezeigt. Und da hinten steht ein absolut krasses Auto. Das würde ich so gerne fahren. Aber ich bin mir sicher, der ist verkauft, bevor die Witterungsbedingungen das zulassen. Hier steht nämlich ein Miami blauer Turbo.
mit Aero-Paket. Ne? Hat hier unten noch so extra Teile dran. Man sieht das jetzt natürlich schlecht, weil das alles schneebedeckt ist. Turbo S-Räder, Stahlbremsanlage und Miami Blau ist natürlich eine absolut krasse Farbe. Hier haben wir ihn nochmal von hinten. Aero-Paket heißt, er hat auch einen anderen Spoiler. Das Schwarze, das fährt natürlich auch aus, wie man es vom Turbo kennt. Das ist wirklich ein krasses Fahrzeug, das würde ich zu gerne filmen, aber ich bin mir sicher, das Wetter wird langsamer besser werden, als dieses Fahrzeug verkauft wird. Das wird relativ fix gehen. Da oben steht auch noch ein cooles Fahrzeug, würde ich auch gerne drehen. 991.1 Carrera GTS Cabriolet. Der letzte und beste Sauger mit 430 PS aus dem 3,8 Liter Motor. Die zweitstärkste 3,8er Variante. Besser ist nur noch im GT3. Und das ist schon wirklich, der muss mega geil klingen. Aber auch da bin ich mir sicher, wird wahrscheinlich auch schneller verkauft, als ich den filmen kann. Sonst Daumen drücken, ne? Dass das Wetter besser wird. Vielleicht kriegen wir die Schlüssel noch mal in die Hand. Ja Leute, was meint ihr? Cayenne sieht schon richtig gut aus, oder? Also, das ist schon echt ein schickes Auto. Auch wenn ich ja persönlich nicht der SUV-Fan bin. Optik haben wir hier in Dolomit Silber Metallic. Also den Silberton, wie wir ihn auch schon beim Basis Macan hatten. Unterschied zum GT Silber Metallic ist hier so ein bisschen mehr noch Blauton drin. GT Silber Metallic hat gar keinen blauen Ton drin. Ja, sonst die Optik. Wir haben die Sportendrohre, die 4 in schwarz, aber nicht verwechseln, das ist keine Sportabgasanlage, das ist reine Optik. Wir haben den Porsche-Schriftzug hinten im Leuchtband in schwarz, die Cayenne-Modellbezeichnung haben wir auch in schwarz. Wir haben Privacy-Verglasung, dass die Heckscheibe ein bisschen abgedunkelt ist und die Seitenscheiben, die hinteren, sind auch abgedunkelt. Wir haben auch die Türöffner in schwarz, die Dachreling haben wir auch in schwarz und die Umrandung für die Seitenscheiben sind auch alle in schwarz. Räder haben wir jetzt hier 19 Zoll Winterräder drauf. Fahrzeug kommt eigentlich in den RS Spider Design Rädern. Ja, ist wirklich ein schickes Ding. Cayenne sieht einfach gut aus und mit so ein paar kleinen Kniffen, wenn das so alles abgedunkelt ist, finde ich, sieht das immer noch ein bisschen besser aus. Dann kommt die Farbe immer noch ein bisschen besser rüber. Vorne haben wir alles Standard. Serienmäßig beim Cayenne sind ja schon die LED-Scheinwerfer. Hier ganz normal, kein PDLS, das wird es ja noch optional geben, dann lenken die mit und dann noch gibt es auch das Matrix-LED-Licht optional mit PDLS Plus. Das haben wir euch auch schon mal im Panamera-Video gezeigt, wie das automatisch dann den Verkehr ein- und ausblendet. Gibt es beim Cayenne auch. Hier die Standardfront, gibt ja auch noch das Sportdesign-Paket, wie bei der Cayenne GTS Review. Das Fahrzeug verfügt auch über Soft-Close-Türen und im Interieur ist auch alles auf Komfort. Also wir haben die Komfortsitze, die super gut in Verbindung mit dem Luftfahrwerk sind. Komfortsitze kommen auch mit Memory-Paket hier in 3 Stufen abspeicherbar. Hier im Interieur haben wir erstmal komplett Standard in Schiefergrau. Wir haben nur die Lederausstattung auf den Sitzen. Sonst haben wir kein Leder verbaut. Wir haben das Bose Soundsystem, ja, was wirklich das Must-Have ist, finde ich immer. Und so ein paar Ausstattungsfeatures, die fehlen, wo ich sage, die haben müssten ein Must-Have sein. Wir haben hier zum Beispiel kein Totwinkelassistent und ja, da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Klar, man kann auch ohne das leben, ja, wenn man der perfekte Autofahrer ist und immer guckt, ja. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Unfall mit diesem Auto gebaut, aber ich finde es halt einfach angenehmer, so wie auch Spurhalteassistent des Porsche InnoDrive. Das kann man sich wirklich überlegen. Ich finde das super. Totwinkelassistent finde ich es aber wirklich Must-Have. Also mir hat das schon mal, zweimal hat mir das schon mal, ja, das Leben erleichtert, sag ich mal. Ja, Lenkrad kennen wir auch, wie beim Cayenne GTS. Hier, das ist auch beledert, das ist nicht beledert, Schiefergrau. Hier unten haben wir unseren Tempomat, wie wir ihn kennen.
Und sonst natürlich Memory-Paket, merkt sich, wie ich mir das eingespeichert hat. Und ja, sonst Fahrzeug verfügt auch über Sitzbelüftung und Sitzheizung. Infotainment kennt ihr natürlich auch und ich habe es euch auch im Video schon gezeigt. Wenn man aufs Car-Menü geht, dann haben wir auch wieder den Offroad-Modus dabei. Dann können wir das ganze Fahrzeug wieder hochfahren, in Gravel, Mud, Sand und Rocks einstellen. Hier finde ich es ein bisschen lustig, hier gibt es keinen Snow-Modus. Wäre jetzt bei diesem Wetter ganz gut. Wobei, macht natürlich, glaube ich, keinen Unterschied, ob man da jetzt Mud anwählt oder Snow, ist im Prinzip ja dasselbe. Die verschiedenen 4 Stufen, wie wir es hochfahren können und mit der automatischen Niveauregelung ist es ja auch so, der fährt sich automatisch runter ins tiefe Fahrwerk ab einer gewissen Geschwindigkeit auf der Autobahn, um noch ein bisschen mehr Stabilität zu haben. Und nochmal hier, Verbrauch, ja, 12,1 Liter. Sind wir in der Zwischenzeit, das war heute, und wenn ich auf den fortlaufenden gehe, das ist insgesamt nach 400 Kilometern, sind wir bei 12,5 Litern. Finde ich persönlich ist ein bisschen viel und ich habe mich auch wirklich angeschränkt, dass das so tief wie möglich ist. Das tue ich eigentlich immer in diesen Videos. Na klar, für ein paar Aufnahmen, ein bisschen sportlich anmutende Aufnahmen. Hier haben wir es mit dem Auto jetzt nicht gemacht, aber sonst immer das Hin- und Herfahren für die Bilder, wenn der Björn Bilder in der Fahrt schießt. Das verbraucht ein bisschen mehr, aber unterm Strich nach 400 Kilometern macht es nicht mehr aus als ein halber Liter oder sowas. Ja, könnt ihr mal ruhig in den Kommentaren schreiben, was ihr meint, Hybrid oder nicht Hybrid. Ich bin persönlich totaler Hybrid-Fan. Sonst, dieses Fahrzeug hat auch wieder das Panoramadachsystem. Das habe ich auch schon im Cayenne GTS gezeigt. Das kann man komplett verschließen. Das kommt dann von da hinten mit dieser schönen Aluminiumleiste, kommt das denn hier rüber gefahren, haben wir hier die Knöpfe. Und wir können das auch noch hier mit diesem Wählhebel, können wir das auch noch öffnen und schließen. Machen wir jetzt mal nicht. Das Wetter ist gerade nicht so schön draußen, aber es sieht ganz gut aus, während der Björn hier noch weiter seine Bilder macht. Björn könnt ihr auch unbedingt mal auf Instagram folgen. Die Bilder sind einfach genial, die er macht. Besonders jetzt die vom Turbo aus dem letzten Video, die waren echt geil. Und hier haben wir jetzt auch noch ein paar richtig schöne Bilder gemacht. Und in dem Schnee ist halt einfach traumhaft, oder? Was meint ihr? Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen hier mit der Basisversion. Manche meinen ja dem kleinen, aber mit 340 PS ist das weit von klein entfernt. Das ist trotzdem ein sauschnelles Auto. Aber beim Cayenne dreht sich halt auch einfach um was anderes. Es dreht sich um dieses unheimliche Luxusgefühl, das lautlose Dahingleiten. Das ist echt nicht normal. Das ist mit Abstand das leiseste Auto, was ich bisher gefahren war. Klar, der Cayenne GTS, der war genauso leise wie der. Aber Cayenne GTS, da war noch so ein 8-Zylinder drunter. Das sollte natürlich auch prägnant für den Fahrer zu spüren sein. Hier ist das wirklich gar nicht der Fall. Der Motor ist so leise, wie er nur kann. Und wirklich, wenn man nur die komplette Power abruft, dann hört man mal den 6-Zylinder da unter der Motorhaube. Aber sonst komplett ruhig. Das Getriebe ist butterweich und trotzdem gleichzeitig ist es noch so unheimlich präzise, wie man es vom Porsche erwartet. Das ist wirklich ein komplett zwiegespaltenes Auto. Ja, ich hoffe, das konnte ich euch hier ganz gut in diesem Video vermitteln. Beim nächsten Video wird es wieder ein bisschen schneller, sportlicher, das kann ich euch jetzt schon verraten. Deswegen, wenn euch hier der Cayenne gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Allah, ciao!